Jetzt kommt das große Finale. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute zeige ich dir, wie du Finalsätze nominalisierst und verbalisierst. Hier direkt ein Beispiel. Wozu schaust du dieses Video? Du schaust dieses Video, um Finalsätze zu lernen. Dieser Nebensatz ist ein Finalsatz mit umzu. Und weil jeder Nebensatz ein Verb am Ende hat, ist er verbal. Verb, verbal. Jetzt nominalisieren wir diesen Nebensatz. Du schaust dieses Video zum Lernen von Finalsätzen. Was ist hier gerade passiert? Du hast das Verb lernen aus dem Nebensatz geholt und in ein Nomen umgeformt. Du hast es nominalisiert. Und wie verbalisiert man? Hier ein anderes Beispiel. Wozu folgst du der Linkster Academy? Zur Verbesserung meiner Grammatikkenntnisse folge ich der Linkster Academy. Nominal. Um meine Grammatikkenntnisse zu verbessern, folge ich der Linkster Academy. Verbal. Fällt dir schon auf, wie das ungefähr funktioniert? Keine Sorge, ich erkläre dir alles Schritt für Schritt. Und damit du alle wichtigen Regeln im Überblick hast, bekommst du von mir kostenlos die komplette A-Grammatik. Das sind über 25 Seiten Grammatik pur. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Also nochmal von vorne. Finalsätze sind Nebensätze und sie antworten auf die Fragen wozu, mit welchem Ziel oder ganz allgemein warum. Grammatisch hast du zwei Möglichkeiten darauf zu antworten. Verbal und nominal. Also, wozu gehst du später in die Stadt? Verbal. Ich gehe in die Stadt, um meine Einkäufe zu erledigen. Umzu plus Verb gleich verbal. Oder ich gehe in die Stadt, damit ich meine Einkäufe erledige. Damit plus Verb gleich verbal. Beide Nebensätze haben die gleiche Bedeutung. Es ist also egal, ob du damit oder umzu benutzt. Achte nur darauf, dass es beim Umzusatz immer nur um eine Person bzw. ein Subjekt gehen kann. Also, ich gehe in die Stadt, weil ich Einkäufe erledige. Siehst du, dass der Umzusatz kein Subjekt hat? Aber beim Damit-Satz gibt es ein Subjekt und deshalb können es auch andere Personen sein. Ich gehe in die Stadt, damit meine Tochter ihre Einkäufe erledigt. Und ich schaue dabei zu und bezahle. Also, Finalsätze sind Verbalsätze, denn sie haben ein Verb am Ende. Du siehst in den Beispielen, dass es einen Hauptsatz gibt, ich gehe in die Stadt, und den Nebensatz, also Finalsatz. Wenn du einen Finalsatz nominalisieren willst, dann machst du Folgendes. Ich gehe in die Stadt, um meine Einkäufe zu erledigen. Hier haben wir einen verbalen Nebensatz, den Finalsatz. Erstens, du nimmst immer das Verb aus dem Finalsatz und formst es in ein Nomen um. Und das ist super einfach, denn du kannst es immer im Infinitiv benutzen. Erledigen, das Erledigen. Diese nominalisierten Verben haben immer den Artikel das und werden natürlich immer groß geschrieben. Zweitens, du brauchst nun zu vor dem Nomen. Und weil du den Artikel das hast, ist es nicht
zu erledigen, sondern zum Erledigen. Zum ist zu plus dem. Und warum zu dem und nicht das? Ganz einfach, zu braucht immer den Dativ. Und dann wird aus das Erledigen dem Erledigen. Drittens, da du jetzt kein Verb erledigen mehr hast, hast du auch keinen Nebensatz mehr. Denn beim Nominalisieren machen wir aus einem Haupt- und einem Nebensatz einen langen Hauptsatz. Ich gehe in die Stadt zum Erledigen meiner Einkäufe. Da du hier zwei Nomen kombinierst, also meine Einkäufe und erledigen, brauchst du einen Genitiv. Noch ein Beispiel. Der Koch geht in die Küche, um das Essen zuzubereiten. Verbal oder nominal? Das ist verbal, denn zubereiten ist ein Verb. Und das formen wir wieder in ein Nomen um. Das Zubereiten oder die Zubereitung. Oft gibt es zwei Nomen. Du kannst dir eines davon aussuchen, aber achte auf die Artikel. Schritt 2. Zum Zubereiten oder zur Zubereitung. Achtung mit dem Dativ. Und in Schritt 3 fällt der ganze Nebensatz weg und wir haben nur noch einen Hauptsatz, denn darum geht es bei der Nominalisierung. Der Koch geht zum Zubereiten des Essens oder zur Zubereitung des Essens in die Küche. Hier wieder der Genitiv, um zubereiten und essen zu kombinieren. Du kannst den nominalen Teil auch nach vorne stellen. Zum Zubereiten des Essens geht der Koch in die Küche. Noch ein letztes Beispiel. Du brauchst keinen Taschenrechner, um diese Aufgabe zu lösen. Umzu plus Verb, verbal. Wie kann man lösen nominalisieren? Das Lösen oder die Lösung. Also, du brauchst keinen Taschenrechner zur Lösung dieser Aufgabe. Oder zum Lösen dieser Aufgabe brauchst du keinen Taschenrechner. Ist das klar soweit? Dann schauen wir uns jetzt an, wie man verbalisiert. Das ist genau andersrum. Du hast einen Hauptsatz mit zu plus Nomen und willst daraus einen Hauptsatz mit einem Finalsatz machen. Und der hat ein Verb und ein Komma dazwischen. Achtung! Zum Korrigieren deiner Aufgabe nehme ich einen Rotstift. Zuerst suchst du den zu plus Nomenteil und der ist zum Korrigieren. Danach machst du aus diesem Nomen ein Verb und das ist super einfach. Korrigieren. Jetzt haben wir schon den verbalen Teil für den Finalsatz. Um zu korrigieren. Um was zu korrigieren? Um deine Aufgabe zu korrigieren. Das ist der komplette Finalsatz. Siehst du, dass der Genitiv hier wegfällt? Wir haben ja keine zwei Nomen mehr, sondern Nomen und Verb. Und da gibt es keinen Genitiv. Also verbinden wir jetzt mal diesen Finalsatz mit dem Hauptsatz. Ich nehme einen Rotstift. Wozu nimmst du einen Rotstift? Ich nehme einen Rotstift, um deine Aufgabe zu korrigieren. Noch ein Beispiel. Zum Ausdrucken meiner Kontoauszüge gehe ich zur Bank. Zum Ausdrucken ist der nominale Teil und den verbalisieren wir jetzt. Um auszudrucken. Achtung, trennbares Verb. Um was auszudrucken? Um meine Kontoauszüge auszudrucken. Und was ist der Hauptsatz? Ich gehe zur Bank. Wozu gehst du zur Bank? Ich gehe zur Bank, um meine Kontoauszüge auszudrucken. Tada! Übrigens, du kannst die Position von Hauptsatz und Nebensatz auch immer tauschen.
Um meine Kontoauszüge auszudrucken, gehe ich zur Bank. Um deine Aufgabe zu korrigieren, nehme ich einen Rotstift. Achte hier aber darauf, dass das Verb dann direkt nach dem Komma steht, denn ein Finalsatz ist eine Information und deshalb steht das Verb an Position 2. Und das war's auch schon wieder für heute. Nein, Moment, hier eine kleine Hausaufgabe für dich. Forme diese beiden Sätze um. Um diesen Text zu lesen, muss ich meine Brille aufsetzen. Zur Verbesserung meiner Deutschkenntnisse mache ich meine Hausaufgaben. Schreib mir die Lösung in die Kommentare, damit ich sie für dich korrigieren kann. Und vergiss nicht, dir das kostenlose Grammatikbuch zu holen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.